Das wichtigste Spiel der Hinrunde, eventuell zumindest in der Champions League zu Hause gegen Sturm Graz. Werde ich es schaffen oder nicht, das werdet ihr erfahren, wenn ihr hier dran bleibt. Denn die Ausgangslage ist ganz klar, gewinnen wir hier heute, haben wir 6 Punkte. Im Parallelspiel gewinnt dann hoffentlich der FC Sevilla gegen den AC Mailand. Dann haben wir wieder alles in der eigenen Hand, dann sind wir nämlich vor dem AC Mailand, die bislang 4 Punkte haben, wir haben 3. Und Sevilla hat halt 9, die marschieren da vorne weg. Deswegen ist heute ein Sieg gegen Sturm Graz, genau wie im Hinspiel, Pflicht. Da sah es ja eigentlich auch sehr dominant aus. 3-1, glaube ich, am Ende oder 4-1. Auf jeden Fall haben wir gewonnen und das war sehr, sehr wichtig und genau das müssen wir heute wieder zeigen. Und vielleicht der Auftakt hier, Kadiolu mit Boniface, Fratesi. Meier kann den Ball reinbringen, natürlich Boniface, schade. Aber guter Auftakt, gefällt mir. Einzige Änderung, Nkunku heute auf links für Mamouche. Ja, aus Fitnessgründen natürlich, wie immer, ganz klar, weil wenn wir jetzt hier von einer englischen Woche zu der nächsten jagen, dann ist klar, dass wir hier fitte Leute brauchen. Und wir haben ja die Leute auf der Bank. So, nächste Chance. Oh, die sind ja richtig tief hinten drinne. Das gibt's ja gar nicht. Boniface. Oh, da wäre die Chance gewesen, sich einfach nur normal zu drehen. Chukwueze, die bieten uns ja quasi das hier an. Hier Nkunku, wieder der nächste Schuss. Und diesmal sitzt er. 1-0. Das ist mal ein Auftakt und das ist wieder ein goldenes Händchen bewiesen. Aber das ging auch ein bisschen zu einfach hier. Wir dürfen uns ja bis in den Strafraum durchkombinieren und dann ist es ein Nkunku am Ende, der den Ball dann quasi hinterm Keeper, ja, so ganz unhaltbar ist der auch nicht. Der fliegt wahrscheinlich durch die Hand durch. So ein Stückchen durch den Finger oder so. Aber egal, das ist genau das, was wir brauchen. Frühes Tor in Führung gehen, 1-0 und das muss uns jetzt ja auch einfach in so einen kleinen Flow reinbringen. Einfach auch heute so ein 2-3-0 im besten Fall mal raushauen, weil das wäre auch gut fürs Torverhältnis. Wir haben ein miserables Torverhältnis. Wir haben ja schon alleine gegen Sevilla und gegen den AC Mailand insgesamt 10 Gegentore bekommen. Wir konnten es ein bisschen ausgleichen durch das 3-1 gegen Sturm Graz, aber sieht irgendwie auch nicht viel besser aus. Aber wir arbeiten dran. Martin arbeitet dran und Boniface und Chukwueze. Das ist jetzt seine Situation. Genau. So muss das weiterlaufen. Nächste Chance, nächste Situation, gleiche Flanke rein. Und direkt das zweite Tor hinterher. Mal gucken, Fratesi. Oh, Boniface nicht so ganz, aber nochmal. Fratesi, zweite Chance. Oh, der Ball ist wieder zu lang in der Luft. Nee. Die zweiten Bälle sind da nicht so gut. Nach den Ecken, aber mal gucken. Nkunku, schöner Ball. Ja, Chukwueze wieder mit dem Rücken zum Tor. Kommt niemand zurecht dran. Jetzt Ugarte. Boniface und da ist er wieder. Da ist Nkunku. Was ist denn mit dem los? Ach du Scheiße, wie geil kann der denn schießen? Nils Nkunku, gleich mal Startelf für Mamouche. Und er macht ja so 2 richtig schöne Tore. Das zweite war ein bisschen schöner, finde ich. Aus 16 Meter mit der Seite. Ich wusste gar nicht, dass er so gut schießen kann. In den Winkel quasi. Super, es läuft momentan perfekt. 2-0 Führung nach 21 Minuten, genau das. Jetzt muss nur noch, wie gesagt, der FC Sevilla uns ein bisschen helfen und ein bisschen führen und müssen gewinnen gegen den AC Mailand. Und dann sind wir wieder Tabellenzweiter. Und dann haben wir wieder das Weiterkommen in der eigenen Hand, aber haben dann natürlich noch gegen Sevilla und gegen den AC Mailand 2 schwere Aufgaben. Vor allem das Heimspiel dann gegen den AC Mailand, das wird, glaube ich, das entscheidende Spiel. Wenn wir das hier gewinnen sollten. Aber Sturm Graz, Achtung, erste Chance. Aber Kanisici. Und gar nicht lange hinten aufhalten, sofort wieder nach vorne. Ein Doppelpass hier nach dem anderen und ihr seht, wie viel Platz wir haben. Okay, kein Foul, aber trotzdem hinten wieder aufpassen. Böwing schön die Passwege zulaufen, so ist es. Perfekt. Und dann schnell hinten raus kombinieren und dann geht's ab nach vorne, weil die sind nämlich hinten auch ein bisschen unsortiert. Chukwueze gegen Perkovic. Ja, das macht er gut. Und jetzt Boniface. Oh, schlechter erster Kontakt. Schlechter erster Kontakt. Schade. Ansonsten war das richtig gut gespielt. Durch die Lücke durch. Ja, und dann im Prinzip hätte Boniface nur einschieben müssen. Schade.
Aber sensationell hier in Nkunku. Nicht nur, dass er 2 Tore gemacht hat, der arbeitet mit nach hinten, mit nach vorne. Der ist auch schon wieder vorne. Da außen läuft er nämlich durch. Dann kriegt er nämlich den Ball, Nkunku. Allein gegen 1, 2, 3 Leute. Fratesi, der hat Platz. Keiner greift ihn an. Ja. Nächste Chance. Sehr schön. Völlig frei auch. 17, 18 Meter. Schön. Hat nicht viel gefehlt. Hat nicht viel gefehlt. Und im schlimmsten Fall sollte das halt auch für Platz 3 eventuell reichen, weil, wie gesagt, Graz spielt auch noch gegen Sevilla und gegen den AC Mailand und irgendwo werden sie ja auch noch mal verlieren. Also die werden jetzt nicht dann noch 6 Punkte holen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Guardiola, Chukwueze, jetzt aber. Versuch Nummer 3. Boniface kommt leider auch nicht rein. Den kriegen wir noch nicht so ganz ins Spiel rein. Der eine schlechte Kontakt, der erste. Aber egal, der macht auch noch seine wichtigen Tore für uns. Jetzt Brewster, aufgepasst. Nicht die Verteidigung hier auflösen. Horvath. Meier kommt dazu und Abstoß. Alles gut, gut verteidigt. Ja, hier, kaum zu stoppen. 100% Erfolgsquote, 2 Schüsse aufs Tor. Der Mann der ersten Hälfte bislang. Also, sensationelles Spiel. Und warum? Weil er schnell ist. Und wenn du schnell bist, ist das schon mal die halbe Miete im Fußball. Ist einfach so. Wenn du dann noch halbwegs gut aufs Tor schießen kannst, na denn. Aber Vorsicht, Graz kommt über Schneck. Oh, Guardiola jetzt. Vorsicht, es ist kurz vor der Halbzeit. Das ist kurz vor der Halbzeit, wir stehen dazwischen, sehr gut. Guter Block. Oh, der nächste Block müsste jetzt eigentlich erfolgen. Guardiola rettet da, ja, Kaniseci, der schon da geschlagen war. Aber egal, 2-0. Ein bisschen heikel wird es bei uns immer, also ganz ohne Drama kriegen wir das nie hin. Es muss immer irgendwas dabei sein, aber ihr seht, 8:2 Schüsse. Das ist genau wie im Hinspiel. Nur, dass wir diesmal noch ein bisschen dominanter spielen, finde ich persönlich. Und wir können natürlich auch hier mal gucken, ob wir eventuell das so machen. Tut er dann ins Mittelfeld. Da kann dann zum Beispiel Chaibi hin, vorne Larsen, aber ich lasse das jetzt erst nochmal. Rechte Seite wäre für Haraldsson nochmal Platz, aber ein bisschen dürfen sie noch spielen. So 60., 65. gucke ich mal. Ich glaube, bis dahin ist dann hoffentlich das Ding schon weitestgehend entschieden. Oder auch nicht, je nachdem. We will see. So, erster Zweikampf gewonnen. Tuta geht direkt mit vorne rein. Das ist gar nicht so verkehrt. Da ist er. Schade, da hapert es halt dann leider an der Ballkontrolle, wenn er das besser hinbekommen hätte. Oh, und er lässt auch so lange Vorteil laufen. Weißt du, 5 Sekunden, 6 Sekunden maximal. Der lässt so lange Vorteil laufen, bis wir den Ball wieder gewinnen. Na gut, und den haben wir schon wieder. So, und wieder. Martin gegen 3, 4 Mann alleine. Da kommt keiner hinterher. Boniface, jetzt die nächste Chance. Abgefälscht. Nächster Eckball. Ja, auch der macht wieder sein Tor. Vielleicht mal vom Tor weggezogen. Das machen auch ganz viele, dass sie einfach hier dann den Regler ein bisschen nach links stellen. So auf den Fünfer. Dann zieht er ja weg vom Tor. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, das bringt zunächst mal Pacho in die Geschichte hier. Tuta Ugarte, Chukwueze, ganz hinten, da winkt Guardiola. Gut, probieren wir nochmal. Jetzt machen wir es aber vernünftig. Jetzt holen wir uns hier Guardiola ruhig ran, ja. Das ist mit der kleinste. Ah, ich sehe da was. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wenn ich den Mann ausgewählt kriege. So, jetzt aufgepasst. Und ich habe ja eingestellt, dass die den Keeper zulaufen sollen. Ja, super. Hat ja gut geklappt. Na, dann kommt halt, oh, Nils Nkunku mit ganz viel Anlauf. Schade. Wenn du den richtig erwischt, wenn du den unter die Latte senkst, Junge, dann machst du dich unsterblich. Und dann löst du sogar Gift Orban als schönsten Torschützen ab. Safe. Fallrückzieher schön und gut, aber so ein Ding aus 30, 35 Meter unter den Giebel zu hauen, das hat auch schon irgendwas. So, aber so ganz 100% entschieden ist das Ding halt noch nicht. Wir brauchen dazu ein drittes. Solange es hier nur 2-0 steht, ist das ganz gefährlich. Aus bestimmten Gründen. Achtung, da kommen sie nämlich. Nächste Chance, Pfosten. Aber da war Kaniseci noch dran. Sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Das hätte auch schief gehen können. So, aber Nkunku, bei dem geht heute nicht schief. Der läuft und läuft. Einmal aufgezogen. Kannst du nicht stoppen. Jetzt noch eine gute Flanke. Ja, die kommt richtig gut, Boniface.
Ah, Tuta, schade. Da hat er ein bisschen lang gebraucht. Aber hier auch wieder, eigentlich zustellen. Muss mal die Grätsche raus. So, jetzt wechseln wir aber trotzdem. Eine Stunde ist jetzt rum. Bringt trotzdem mal ein paar frische Kräfte rein. Hier darf Haraldsson ran. Hier kommt Shaibi rein und vorne Larsen. Und Innenverteidiger Nagalo. So, der ist ja mittlerweile auch auf einem guten Level. 76. So, frische Kräfte. Letzte halbe Stunde. 3 Punkte für uns brauchen wir. Wichtig. Wäre sehr, sehr wichtig. Aber noch haben wir es nicht. Dante. Oha, hat er sich nochmal entschieden? Nochmal die Fußballschuhe zu schnüren. So, und wieder ein Kunku. Genau, und dann nehmen wir jetzt auch mal vielleicht ein bisschen das Tempo raus, obwohl will ich eigentlich gar nicht. Solange die uns hier angreifen, solange die uns den Raum geben, müssen wir das nutzen. Und zwar jetzt. Haraldsson. Schön gemacht, Shaibi. Das ist kein Foul. Doch, ist eigentlich Foul, aber Vorteil angezeigt. Und Larsen. Mit der Entscheidung. 3-0. Und wieder die 3-9 im Zusammenspiel. Haraldsson, Shaibi, Larsen. Gut gemacht. Da Vorteil laufen gelassen. Sehr schön. Larsen nutzt die Chance. Und der trifft halt auch immer, ne? Wenn er spielt und wenn er die Chancen hat, dann ist er auch eigentlich eiskalt vom Tor. So, und das ist jetzt, glaube ich, die Entscheidung. Also das dritte Tor haben wir gebraucht. Das war wichtig. Und ich glaube jetzt, dass das reichen sollte für einen Sieg. Jetzt ist halt entscheidend Sevilla. Dass die uns helfen. Zumindest Remis. Also nicht, dass der AC Mailand gewinnt, weil dann haben die nämlich 7 Punkte. Sevilla hat dann 9. Und wir haben 6. Das heißt, wir müssten dann auch die letzten beiden Spiele auf jeden Fall gewinnen. Und das Spiel ist ja hier auch noch nicht vorbei. Shaibi! 4-0. Da darf jetzt auch mal ein bisschen getanzt werden. Ganz locker flockig hier. Und das ging natürlich jetzt zu einfach. Hier, guck mal, Sturm Graz, die haben jetzt so eine Art Auflösungserscheinung und Shaibi. Das ist dann nur noch Formsache. Den mal reinzumachen aus 11 Metern. Perfekt, vorbei. Also jetzt noch deutlicher und das ist auch verdient. Auch in der Höhe, muss ich sagen. Klar, ist natürlich auch dem Gegner geschuldet. Also Sturm Graz sollte jetzt nicht unser Gradmesser sein. Bei allem Respekt auf jeden Fall. Die sind österreichischer Pokalsieger geworden. Gegen Rapid Wien im Finale, habe ich gesehen. Aber ihr wisst, wie ich das meine. So, und weiter, weiter. Wir müssen noch ein paar Tore schießen fürs Torverhältnis. Das kann am Ende auch alles entscheidend sein im Kampf um Platz 2. Haraldsson, schöne Flanke. Wieder ins Nichts. Es stehen so viele Leute im Strafraum und dann der Falsche. Der falsche Mann. Und Nagalo, sehr, sehr schön. Gut antizipiert, gut aufgepasst. Nächste Chance. Larsen auf Shaibi, der nimmt sich mal ein Herz. Ja. Müssen wir mal machen, auch aus dem Schwung raus. Aber gut, das Ding ist entschieden. 4-0. Ich drücke jetzt jeden Daumen, den ich habe für Sevilla. Dass die gewinnen und dann gucken wir nochmal auf die anderen Champions League Gruppen. Ob da vielleicht schon was entschieden ist. Und dann schauen wir mal, wie die nächsten Wochen noch so aussehen. Ich habe vorhin oben gesehen, wir spielen gegen Leipzig, glaube ich. Das nächste Bundesligaspiel, auch wichtig. Da müssen wir aber auch die Mannschaft wieder ein bisschen umbauen. Aber das kriegen wir hin. Das ist ja alles gar kein Problem. So, ein Kunku braucht Unterstützung. Meier, komm, der Trudel, der verhungert. Da kannst du Brotkrümel hinterher werfen. Ja, und wie gesagt, Sturm Graz, das ist jetzt auch gar keine Gegenwehr mehr. Also sie versuchen so ein bisschen alibimäßig noch was zu machen, aber im Prinzip ist da nichts mehr zu holen. Larsen und jetzt, oh, Tuta, ja, der hat Platz, legt ihn sich nochmal vor. Und hat da ein bisschen Pech im Abschluss. Schade, schade. Das wäre auch nochmal ein schönes Ding gewesen von Tuta, hätte ich mal gegönnt. Aber gut, vielleicht ja jetzt hier raus. Kunku, oh ja, schöne Flanke, Cardiolo und Pacho. Warum nicht? Nochmal abgefälscht, aber gut, das Ding ist entschieden. Da warten wir jetzt auf den Schlusspfiff. 4-0. Das, was ich haben wollte, das ist eingetreten. Auch in der Art und Weise, sehr dominant. Und vor allem wichtig auch mal 4 Toren, das auch zu 0. Vielleicht ja noch ein 5. Eine Chance kriegen wir, glaube ich, noch. Haraldsson hat noch nicht. Jetzt hat er. High Five.
Eine Handvoll, 5 Dinger gegen Graz. Und somit ist auch das Torverhältnis wieder ein bisschen gerade gerückt. Jetzt haben wir ja viele Tore geschossen, viele Tore kassiert. Ein ganz wildes Torverhältnis auf jeden Fall. Aber das ist dann, wie gesagt, ganz easy. In so einem Spiel klappt dann halt alles. Ne? Keine Gegenwehr. Haraldsson perfekt neben Pfosten, so dass du den überhaupt nicht halten kannst. Ja, und das Ergebnis spricht für sich. Ich glaube, die Statistik, wenn ich da gleich nochmal drauf schaue, das ist dann wahrscheinlich ein 14 Schüsse zu 3. 3. Hatten sie überhaupt einen Torschuss in der zweiten Halbzeit? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall bringen wir das Ganze hoffentlich zu 0. Ja, zu 0 zu Ende. 5-0. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt hoffen wir, dass die Schützenhilfe uns auch so ein bisschen geholfen hat. Und dann haben wir in der Champions League wieder alles in der eigenen Hand. Ja, und am Ende lag ich gar nicht so verkehrt. Wir hatten 16 Schüsse. Sturm Graz hatte ganze 3. Ich glaube, alle 3 in der ersten Halbzeit, wo sie noch so ein bisschen mitgehalten haben. Aber dann zweite Halbzeit war lockeres Trainingsspielchen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. So, jetzt geht's gegen Leipzig. Wir haben wieder neue Scouting-Berichte. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann haben wir Länderspielpause. Da haben wir also gleich noch einiges vor. Ich glaube, guck mal gerade. Genau, dann haben wir Länderspielpause. Dann kommt noch der SC Paderborn. Und dann geht's los mit dem Dezember. Der hat es sehr in sich. Da sind die Spiele gegen Bochum und Köln fast schon so eine Art Wellness. Würde ich mal sagen, die 4 Spiele. Wenn wir die halbwegs überstanden haben, dann glaube ich, kann das ganz gut. Dann kann das ganz gut werden. So, wir gucken mal. Also, Scouting-Bericht. Hier habe ich ja nicht das Problem wie bei der Hertha, dass ich erstmal Geld zusammenbekommen muss, um gute Leute hier zu holen. Aber ich glaube, hier haben wir nicht mal gute Leute. Die kann ich alle ablehnen. Oscar Pacheco, Miguel Aguilar, Alberto Costa. Das war schon mal nichts. Jetzt gucken wir mal nach den Leuten aus der Elfenbeinküste. Ja, Ibrahim Diawara, das ist so an der Grenze. Aber 650.000 ist halt auch noch kein guter. Ibrahim Traoré könnte theoretisch, hat ein hohes Potenzial und Alain Dailo leider auch nicht. Tja, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt nochmal kurz auf die Tabelle in der Champions League. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ganz, ganz entscheidend für uns. Wir fangen mal oben an. Ich will mich nicht spoilern, ihr habt nichts gesehen. So, hier Gruppe A, machen wahrscheinlich Neapel und Real. Hier Atletico und PSG. Hier sind Arsenal und Dortmund schon sicher durch, ja, rechnerisch. Dann, ja, ist leider das eingetreten, was ich befürchtet hatte. Mailand gewinnt zu Hause gegen Sevilla. Heißt aber, wir haben trotzdem noch alles in der eigenen Hand. 2 Siege und wir sind durch. Sogar als Gruppenerster, weiß ich nicht. Da muss Sevilla bei Sturm Graz einmal rutschen gehen. 15:11 das Torverhältnis, auch sehr, sehr wild. Ja gut, wir stehen so ein bisschen unter Druck. Wir müssen gewinnen gegen den AC Mailand. Also die Euroleague haben wir auf jeden Fall sicher. Ich glaube nämlich nicht, dass Sturm Graz zweimal gewinnt gegen Sevilla und auch nicht beim AC Mailand. Und wir müssen halt irgendwo und irgendwie 2 Siege holen. Gegen den AC Mailand, das wird schon das Endspiel um das Achtelfinale. Gehe ich von aus. Dann haben wir hier Leverkusen und Juve, die weiter sind. City und Lazio. Ja, und Porto ist da auch noch nicht ganz raus. Und mit Bergamo, Chelsea und die Bayern sind auch nur Dritter. Die tun sich auch schwer. Die haben 2 Siege, 2 Niederlagen. Und hier ist Barca schon durch. Und dann Man U, Ajax und Celtic. Auch eine spannende Gruppe. Dann gucken wir noch auf die Bundesliga. Das ist nämlich nicht viel weniger spannend. Also ihr seht, wo man hinschaut, spannende Tabellen, verrückte Ergebnisse. Da kann man schon mal einen Daumen nach oben da lassen, oder? Und auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr weiterhin meine Karrieren verfolgen wollt, dann unterstützt mich gerne auf dem Weg zu 8000 Abonnenten. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. 4. gegen 5. Beide 19 Punkte. Es geht um viel. Macht's gut. Ciao, ciao.